Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es um die Spielerklasse, denn wir haben ja in der Wabe gesehen, hey, wir müssen hier irgendwie eine Art Singleton bauen. Das heißt, es kann nur einen Spieler geben und da möchte ich euch heute tatsächlich kurz was Neues zeigen, auch wenn wir es noch nicht hatten. Ich mache dazu aber nochmal ein separates Tutorial, wo ich euch dann genauer erkläre, was das eigentlich tut, was wir heute tun. Das heißt, heute müsst ihr mir einfach ein bisschen vertrauen. So, zunächst einmal machen wir hier kleine Änderungen und zwar einmal hier die HP ist mir aufgefallen, die brauchen wir hier überhaupt nicht, ja. Die reichen völlig aus, wenn wir die über Max HP übergeben, denn am Anfang sind natürlich die HP gleich den Max HP. Man kommt normalerweise nicht verwundet ins Spiel. Auch ein NPC tut das normalerweise nicht, okay? Genau, und dann haben wir hier noch die Vererbung noch nicht drin. Das heißt, unser Spieler ist selbstverständlich auch ein Ingame-Character. Und dieser Ingame-Character, der braucht natürlich Max HP und Damage, ja. Und in unserem Fall würde ich, also man kann natürlich hier den Spieler auch direkt diese Sachen als Konstruktor mitgeben, aber in unserem Fall würde ich sagen, macht das durchaus Sinn, wenn wir die Max-HP einfach auf 100 setzen, fest am Anfang, weil es kann hier nur einen Spieler geben, und den Damage am Anfang auf 5, okay? Das sollte, glaube ich, ganz gut sein. So, und ja, jetzt machen wir einfach mal Folgendes. Wir wollen, dass es nur einen Spieler gibt. Dazu bauen wir uns erstmal eine kleine Private Instance vom Typ Spieler ist gleich Spieler. So, sieht weird aus, denn wir machen das ja gerade in dieser, ach ja, ich habe was vergessen, wobei, nee, es ist ein Value, da kann sich ja nicht ändern. Darum geht es ja quasi, dass er sich nicht ändern kann. Und ja, das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Wir haben einen Spieler in unserer Spielerklasse. Hä, wieso? Es wird noch ein bisschen seltsamer, und zwar bauen wir uns jetzt hier eine Public Function, die nennen wir getInstance, und die liefert uns einen Spieler zurück. Und zwar immer denselben, immer denselben Spieler, und zwar den einzigen, den es halt gibt, ja. Das heißt, wir sagen hier return instance. Und der Trick ist jetzt hier zu sagen, okay, wir haben einen Spieler und sonst nichts. Jetzt aktuell können wir diese Klasse 100.000 Mal initialisieren und können somit auch dieses Instance hier 100.000 Mal haben. Das ist aber schlecht, denn wir wollen ja genau einen Spieler haben, damit es auch wirklich keine Verwechslung geben kann. So, und der ganze Code, also egal welche Klasse, soll jetzt hier eben in der Lage sein, auf diese Funktion, auf diesen Spieler hier zugreifen zu können. Und ja, genau, das wollen wir machen, indem wir hier ein sogenanntes Companion Object machen. Companion Object. Okay. So, machen wir das mal so hässlich und dann formatieren wir es schön und dann haben wir es eigentlich auch schon. So, und das Ding ist jetzt quasi so, als wäre das hier nicht in der Klasse drin, sondern als gäbe es sozusagen diese Funktion nur ein einziges Mal. Das ist jetzt eine ganz normale Funktion, die ist nicht in direktem Zusammenhang mit der Klasse, obwohl sie in der Klasse drin steht. Und dadurch haben wir einen Singleton. Wie gesagt, ich werde zum Companion Object nochmal ein separates Video machen. Auch zu Objects an sich werde ich nochmal ein separates Video machen, denn die haben ein kleines bisschen spezielle Bedeutung in Kotlin. Und ja, wir sehen auch hier, Spieler.getInstance ist die Variante, wie ich darauf zugreifen kann. Also Spieler ist die Klasse Spieler. Ja? Das heißt, ich greife auf die Klasse zu und dann auf getInstance. Okay? Und das liefert mir immer einen Spieler zurück. Ist ein bisschen weird, aber so bekommen wir sozusagen immer den Spieler. Und ja, dadurch können wir jetzt hier mit dem Spieler echt hier kämpfen und wollen jetzt natürlich auch hier die Möglichkeit haben, Sachen zu sammeln. Das heißt, was wir brauchen, ist eine Liste an Items, die wir im Endeffekt in eine Art Inventar packen. Das heißt, was wir hier machen ist, wir sammeln uns ein Value Inventar vom Typ, ne, brauchen wir nicht, ist gleich List, Mutable, meine ich natürlich, Mutable, na komm, schlag mir was vor, Mutable List of, so, und dann packen wir hier erstmal gar nichts rein, weil wir natürlich nicht wissen, was wir hier drin haben werden später. Am Anfang ist natürlich unser Inventar erstmal leer. So, und jetzt haben wir hier eben im Endeffekt die Möglichkeit, Sachen aufzuheben. Das heißt, wir können hier einfach eine Funktion benutzen und sagen hier Public Function, wobei Public können wir uns eigentlich schenken, Function Pick Up, und zwar i vom Typ Item. Ja, das heißt, wir sammeln einfach ein Item und packen das in unser Inventar rein. Inventar.add unser i. So, cool. Und jetzt haben wir ein neues Item hier drin, das wir dann natürlich auch irgendwann benutzen wollen. Ja? Das heißt, so ein Item kann jederzeit benutzt werden.
Waffen können vielleicht ausgerüstet werden. Wir werden jetzt hier nicht wirklich einen Unterschied machen. Das bleibt auch wieder an euch hängen. Das will ich euch als Übung geben, damit es hier nicht irgendwie zu langatmig wird. Dass ihr hier eben der Waffe einen anderen Sinn gebt als dem Consumable. Aktuell werden wir unsere Waffen wie Heiltränke gestalten, ja? Dass die Waffen uns im Endeffekt einfach den Damage boosten, okay? Das heißt, dass unser Damage einfach verdoppelt wird, sozusagen. Das kann man machen. Das kann man auch super mit Rüstung irgendwie machen. Allerdings, ja, also, ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Waffen sind normalerweise keine Consumables. In unserem Fall verhalten sie sich aber so. Und aus diesem Grund werden wir im nächsten Video hier uns mit Item beschäftigen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.